Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Wir werden sie heute gemeinsam auspacken und mit einem iOS-Gerät sowie einem Android-Gerät einrichten. Der Grund dafür, warum ich mir diese kabellosen Kopfhörer von Xiaomi gekauft habe, ist zum einen, dass ich sie günstig zur Black Friday-Zeit geschossen habe und zum anderen, ihr erinnert euch an meine kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer von Xiaomi. Die haben mir jahrelang wirklich gute Dienste erbracht. Von daher bin ich gespannt auf die kabellose Variante. Und ich bin guter Dinge, dass auch dieses Produkt sehr gut sein wird. Zumal man für 15 € nicht wirklich meckern kann. So, schauen wir uns die Verpackung an. Auf der Front sehen wir natürlich das Produktbild. Und wie gesagt, es handelt sich um die Earphones 2 Basic. Diese bieten Fast Connection, Long Lasting Battery, Call Noise Reduction sowie Stable Bluetooth Signal. Auf der rechten Seite sehen wir nochmal das stabile Bluetooth-Signal und die Reduzierung des Anruflärms in verschiedenen Sprachen. Auf der Unterseite ist nichts, außer einem Aufkleber. Auf der linken Seite schnelle Verbindung, also der Aufbau einer schnellen Verbindung sowie langlebige Batterie. Auf der Oberseite noch ein Aufkleber. Kommen wir zur Rückseite, da steht mehr. Da haben wir zum einen die Modellnummer TWSE J08WM. Ein Gewicht von 48 Gramm, USB Typ C, eine Impedanz von 32 Ohm, der Input von 5 Volt und 1 Ampere und Bluetooth in der Version 5.0, das ist gut. Charging Time ungefähr 1,5 Stunden. Da haben wir noch einige technische Angaben, wie zum Beispiel die kabellose Reichweite von 10 Metern. Die Akkuausdauer für die Kopfhörer sollen ungefähr 5 Stunden sein. Und die insgesamte Akkulaufzeit mit dem Case, mit dem Ladecase, sollen ungefähr 20 Stunden betragen. Bin ich mal gespannt. Das wird natürlich ausgetestet. So, dann haben wir das Ganze nochmal auf Chinesisch unten. Das brauchen wir uns jetzt nicht durchzulesen. Und ich würde sagen, wir machen uns ran ans Auspacken. Dazu hole ich jetzt mein Taschenmesser und schneide oben das Siegel durch. Mache die Verpackung auf und ziehe den Karton raus. Das sehe ich ja jetzt schon. Die Ohrhörer sind nicht im Ladecase. Sieht man auch nicht alle Tage. Okay, machen wir weiter. Da sehen wir schon die Ladepins. Und ich muss schon sagen, die ähneln ganz stark dem Design von Apple. Das muss man einfach zugeben. Gut, wir lösen den Aufkleber. Ups. Okay. Das ist ein Fail. Na gut, lassen wir ihn dort liegen. Wir nehmen nur den rechten. Reicht uns auch. Gut, schauen wir uns das Ladecase an sich an. Oh, das ist ganz schön leicht. Das ist leicht und wirkt nicht wirklich hochwertig. Aber gut, für 15 €, was verlangt man da? Wir müssen uns jedes Mal die 15 € vor Augen bringen. So, wir gehen ums Gerät. Ja, ist ziemlich hohl. Klingt ziemlich hohl und nicht hochwertig. An der Front haben wir die LED. Ja, da ist eine Feder drin, die bewirkt, dass der Deckel aufspringt bei richtigem Winkel. Aber wie gesagt, es wirkt wirklich zerbrechlich. Also ganz so ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Aber die Zeit wird uns das schon mitteilen. Gut, die LED blinkt. Gut, zur Seite damit. Wir schauen uns das Ladekabel an. Das ist ganz normal USB-A auf Typ C. Das ist auch gut so. Das gefällt mir. Weiterhin haben wir noch eine Anleitung. Ansonsten ist nichts mehr weiter drin. Gott sei Dank ist die auch auf Deutsch. Ja, da sehen wir es. Wir haben ein Mikrofon, eine berührungssensitive Fläche, eine LED,
ein weiteres Mikrofon. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Anleitung, also Instructions, aber das brauchen wir nicht. So schwer sollte es nicht sein. Jetzt haben wir auch den verlorenen Bruder dazu geholt. Und ihr seht die Earphones mal komplett. Einmal für rechts, einmal für links. Wie gesagt, das Design, das obere Design ähnelt doch ganz stark den Earphones und die Stem, also der Stamm, ist einfach nur von den AirPods, ja ich sag mal Generation 1 und 2 abgeguckt. Kann man nicht anders sagen. Aber gut, mich interessiert eigentlich nur der Klang, die Akkuausdauer, die Akkulaufzeit sowie die Reichweite, beziehungsweise die Stabilität der Verbindung. So, jetzt packen wir die Ohrhörer mal in das Ladecase. Die Pins nach unten. Ja, und das ist gar nicht mal so einfach. Die Magneten greifen schon zu. Gut, beide drin. Mal schauen, ob sie auch fest drin sind. Ja, definitiv. Also der Deckel schließt sich, aber die Ohrhörer fallen nicht raus. Das ist ein gutes Zeichen. Wunderbar. Hört euch das mal an. So ein befriedigendes Geräusch. Sehr gut. So, kommen wir nun zur Verbindung mit einem iPhone. Wir öffnen das Ladecase. Wir gehen in die Einstellungen, und zwar unter Bluetooth, aktivieren es und lassen das iPhone mal suchen, scannen. Und zack, schon werden die Ohrhörer erkannt. Mi TV Earphones 2 Basic. Einen Klick darauf, das ging schnell. Wunderbar. So, das ganze Spiel machen wir jetzt mit einem Android-Gerät. In meinem Fall das Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Deckel hoch. Die LED blinkt. Wir machen einen langen Druck auf Bluetooth, schalten es ein, lassen das Gerät suchen. Auch hier wird es ziemlich schnell erkannt. Wir klicken darauf. Et voilà, wunderbar. Wir werden gefragt, ob wir es koppeln möchten. Das wollen wir natürlich. Klicken drauf, super. Also wirklich easy in beiden Fällen. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.